Let's continue about this beautiful subject of this enemy of the soul. Fahren wir weiter mit dem schönen Thema über diesen Feind der Seele. You know why hypocrisy is so dangerous? Warum ist Heuchelei so gefährlich? Because if we don't quickly resist this, Wenn wir uns nicht schnell dagegen wehren, it will become a lifestyle. wird es ein Lebensstil werden. So now in front of everybody we look at one person, but in the reality of our privacy of our home, we are a different person. Vor aller Augen sehen wir wie ein und dieselbe Person aus, aber zu Hause sind wir eine andere Person. You know, there's something that I can't stand. I don't like it. Das ist etwas, das ich nicht ausstehen kann. Ich mag das nicht. One of the things that I admire so much about Daniel is that he is not a hypocrite. Etwas, das ich bei Daniel so bewundere, ist, dass er kein Heuchler ist. You know, Daniel is who Daniel is. Daniel ist, wer Daniel ist. And Debbie is such a great example during this area. Debbie ist auf diesem Gebiet für ihn so ein großes Beispiel. You know, Debbie will not play the religious game. Debbie wird das religiöse Spiel nicht mitspielen. Debbie will never live to please men. Debbie wird nie leben, um Menschen zu gefallen. Debbie will much rather be honest and true to her values and offend the whole world Debbie ist viel lieber ehrlich und ihren Werten treu und beleidigt die ganze Welt, than to be a man pleaser and be dishonest. als dass sie den Menschen gefällt und unehrlich ist. You know, we have to really understand how dangerous it is to be man pleaser because it will always lead to hypocrisy. Wir müssen wirklich verstehen, wie gefährlich es ist, Menschen gefallen zu wollen, weil es immer zu Heuchelei führen wird. You know, hypocrisy really is an expression of pride. Heuchelei ist Ausdruck von Stolz. Why is it an expression of pride? Warum ist es ein Ausdruck von Stolz? Because we are too scared, we are too proud to actually admit the stuff that's going on inside of us. Weil wir uns zu sehr fürchten, weil wir zu stolz sind, um zuzugeben, was in unserem Innern los ist. You know, we are too afraid to what other people think if they would really see what's going on inside of me. Wir haben zu sehr Angst davor, was die Leute denken würden, wenn sie wirklich sehen könnten, was im Innern los ist. You know, once we understand how dangerous this is Wenn wir verstehen, wie gefährlich das ist and how this can become a lifestyle without us perceiving it, und dies zu einem Lebensstil werden kann, ohne dass wir es wahrnehmen, then we will do everything to resist and to fight an incredible attitude of being man pleasers. tun wir alles, um zu widerstehen und um gegen diese unglaubliche Einstellung, Menschen gefallen zu wollen, zu kämpfen. You know, I remember, I look back actually kind of with horror upon my own life. Ich erinnere mich, wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, dann tue ich es mit einer Art Entsetzen. And I really have compassion for people who are driven by being man pleasers. Ich habe wirklich Mitgefühl für Menschen, die getrieben sind, Menschen gefallen zu wollen. I tell you why, because it's a very scary thing to break out of it. Ich sage dir warum. Weil es unheimlich ist, da rauszukommen. Think with me. Denke mit mir. Be a man pleaser is motivated by insecurity. Menschenfurcht wird von Unsicherheit angetrieben. If you are in insecurity and somebody tells you that now people are not going to like you anymore, that's a very painful thing to handle. Wenn du unsicher bist und dir jemand erzählt, dass Menschen dich nur nicht mehr mögen, ist es sehr schmerzhaft, damit umzugehen. Like the last thing an insecure person wants to hear, that now you're not going to be liked anymore. Das Letzte, was eine unsichere Person hören will, ist, dass sie jetzt nicht mehr geliebt wird. But it's the truth. Aber es ist die Wahrheit. You stop being a man pleaser, the truth is that there will be a lot of people who won't like you anymore. Wenn du mit Menschenfurcht aufhörst, wird es viele Leute geben, die dich nicht mehr mögen werden. But let me tell you the other truth. Lass mich dir die andere Wahrheit erzählen. The other truth is once we overcome this and stop being a man pleaser, Die andere Wahrheit ist, dass wenn wir dies überwinden und aufhören, den Menschen gefallen zu wollen, we experience a freedom that is so real and that is so deep. wir einen Frieden erfahren, der so real und so tief ist. Because now I live freely to be surrendered to Christ and please Him. Denn jetzt lebe ich frei, um mich Christus hinzugeben und ihm zu gefallen. And He gives you all the security that you need. You need no more security from man. Und er gibt dir alle Sicherheit, die du brauchst. Du brauchst von den Menschen keine Sicherheit mehr. You know, it is such a freedom that I long for every Christian to walk into it. Es ist so ein Frieden, den ich mir für jeden Christen wünsche. When I look back at the time when I was such a man pleaser, Wenn ich auf die Zeit zurückschaue, als ich so stark Menschen gefallen wollte, it actually ends up in
self-hatred. endete es in Selbsthass. Because you look at yourself and you hate yourself for having done things that you really didn't want to do it, but you just did it so that others wouldn't be mad at you. Denn du schaust dich an, du hast dich selbst, weil du Dinge getan hast, die du wirklich nicht hast tun wollen. Aber du hast es einfach getan, damit andere nicht wütend auf dich sind. So you can't even walk in honest and sincere love. So kannst du nicht einmal in aufrichtiger und ehrlicher Liebe leben. You know, sincere love walks like this. Aufrichtige Liebe ist so. I can say no to you and smile while I say it because I chose not to do it. Ich kann Nein zu dir sagen, dabei lächeln, weil ich mich entschieden habe, es nicht zu tun. But if I choose to do it, I do it because I chose it with all of my heart. Wenn ich mich entscheide, es zu tun, dann mache ich es, weil ich mich mit meinem ganzen Herzen dafür entschieden habe. I love you because I choose to love you. Ich liebe dich, weil ich mich entschieden habe, dich zu lieben. But man pleasers don't even know how to sincerely love Menschen, die Menschenfurcht haben, wissen nicht einmal, wie es ist, aufrichtig zu lieben. because they are always driven to do things with a wrong and a false motive. Weil sie immer getrieben sind, Dinge mit einem falschen und verkehrten Motiv zu tun. To be accepted. Angenommen sein. That's what I call love with a hook. Das ist, was ich lieben mit einem Haken nenne. You know, I remember when I was really young and the Lord said to me, Ich erinnere mich, als ich sehr jung war und der Herr zu mir sagte, Reinhard, unless you really overcome this, you are not going to fulfill what I have for you. Reinhard, wenn du dies nicht wirklich überwindest, wird es dir nicht möglich sein, dies zu erfüllen, was ich für dich habe. You know, and I remember it was such a scary thing for me to conquer. Für mich war es so eine beängstigende Sache, die ich überwinden musste. But I saw my life in front of me. Doch ich sah vor mir mein Leben. I saw the calling and the purpose of God upon my life. Ich sah die Berufung und die Absicht Gottes für mein Leben. And I thought, you know what? I want to stand before Jesus at the end of my life. Und ich dachte, am Ende meines Lebens will ich vor Jesus stehen. And I want to hear him, well done, my good and faithful servant. Und ich will ihn sagen hören, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. I don't want to hear him and say, you know, you pleased the whole world and they were unhappy with you anyhow, but it didn't please me. Ich will ihn nicht hören sagen, du hast der ganzen Welt gefallen, sie waren mit dir nicht glücklich, aber du hast mir nicht gefallen. So let's make a radical decision. Lass uns eine radikale Entscheidung treffen. We please God above all things. Wir gefallen Gott vor allem anderen. And as we obey him and as we serve him, as we learn to walk in perfect love, Und wenn wir ihm gehorchen und dienen und lernen, in perfekter Liebe zu wandeln, if we have not pleased people und wenn wir nicht menschengefällig waren and they are upset at us, und sie uns verärgert haben, we don't have a problem, they have a problem. dann haben nicht wir ein Problem, sondern sie. I've learned that. Das habe ich gelernt. People who are mad at me don't cause a problem to me. They have a problem. Menschen, die auf mich wütend sind, bereiten mir kein Problem. Sie haben das Problem. My anger is my problem, their anger is their problem. Meine Wut ist mein Problem, ihre Wut ist ihr Problem. So make a decision today. Also triff heute eine Entscheidung. Say, Lord, I really desire to please you. Herr, ich wünsche mir wirklich, dir zu gefallen. If you're a man pleaser, Wenn du Menschenfurcht hast, say, Jesus, I will take your grace and I will confront this. dann sage, Jesus, ich nehme deine Gnade und stelle mich dem. Teach me to walk out of it. Bringe mir bei, wie ich da herauskomme. Thank you, people. Leute, ich danke euch. We finished another enemy of the soul. Wir beenden einen weiteren Feind der Seele. Thank you. Danke.